In diesem Video sprechen wir einmal über die neue Affinity Suite. Und zwar gibt es mittlerweile Version 2.0 und da hat Affinity sich was ganz Besonderes überlegt. Wenn dich Affinity Designer interessiert, dann schau dir doch einmal unseren großen Kurs an. Da ist nämlich alles drin, was Affinity angeht. Und natürlich fügen wir jetzt auch neue Videos hinzu zu der neuen Version 2. Und da gibt es dann wirklich alles, was Affinity betrifft. Jede Funktion ist darin erklärt. Und der Kurs ist auch über 15 Stunden lang mit ganz, ganz vielen Tutorials, wo du das Gelernte dann auch noch ausprobieren kannst. Ich verlinke das unten im Video, sodass du das direkt anschauen kannst. Und ja, jetzt erstmal viel Spaß. Affinity 1 versus 2. Wenn du zu Affinity gehst und jetzt gerade das Bundle kaufst, dann ist es zum einen sehr viel günstiger und zum anderen ist in dem Bundle nicht nur alles enthalten, was für den Mac ist, sondern auch noch alles, was für Windows ist und für dein iPad. Jetzt fragst du dich, was alles ist. Ja, und das sind 3 Programme. Und zwar geht es hier um Affinity Designer, Affinity Photo und Affinity Publisher. Und wir sprechen jetzt hier erst einmal über Affinity Designer. Affinity Designer ist ein Grafikprogramm, ja, was dem Illustrator ziemlich ähnlich ist. Ein paar Sachen kann es noch nicht. Ich sage ganz bewusst noch nicht, weil die Entwickler sind dabei. Ne? Sie haben in den letzten Jahren richtig viele Funktionen hinzugefügt und ich glaube, sie machen auch kräftig weiter. Und jetzt ist Version 2.0 rausgekommen. Es ist wirklich 2.0. Sie ist nämlich komplett, ja, auf den Kopf gestellt. Es sieht auf jeden Fall sehr viel schöner und aufgeräumter auf und es gibt auch einige neue und interessante Funktionen. Und dazu zeige ich dir jetzt einmal im Video mit dem Markus zusammen, was es da alles so Neues gibt. Ja, jetzt bin ich mal nicht alleine. Ich habe mir heute den Markus dazu geholt. Hi Markus. Hi, moin. Ein lieber Kollege und auch Freund und wir haben schon, ja, wir nehmen eigentlich schon so lange zusammen auf, ne? Unglaublich, ja. Auf jeden Fall haben wir gedacht, wir machen das diesmal im Team-Teaching sozusagen. Einfach weil dieses Programm jetzt einige Neuerungen hat, die einem vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so auffallen, aber dennoch da sind. Und der Markus, ja, er liebt es, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen und deswegen übergebe ich jetzt mal an den Markus, der jetzt mal zeigt, wie die Version 1 aussieht und dagegenüber die Werte 2. Ja, wir haben hier auf dem Bildschirm jetzt mal die Version 2. Und was uns da auffällt gegenüber der Version 1, ich kann ja mal eben umschalten. Genau, können wir sehen, dass hier halt die ganzen Symbole sich hier halt verändert haben. Das heißt, sind alle nochmal neu bearbeitet worden. Das Ganze ist ein bisschen frischer gemacht. Hier haben die auch einige Werkzeuge zusammengelegt, die meines Erachtens logisch sind. Hier haben wir zum Beispiel den Bleistift und den Vektorpinsel zusammen. Ich schalte mal kurz um. Hier war das halt noch getrennt. Hier haben wir den Bleistift und da halt untereinander. Und wir können auch sehen hier, dass die Füllung und auch hier alles so ein bisschen Farbe. Ich kann es ja mal ein bisschen hier wegschieben. Dann können wir es mal zusammen sehen. So, im Grunde ist alles weitgehend gleich geblieben. Aber es hat sich doch einiges, ist frischer geworden. Und die Farbe ist auch ein bisschen kräftiger geworden, finde ich. Interessant finde ich aber, man sieht es hier auch gut, ne, dass hier die einfach ein bisschen frischer sind. Hier unten sind wir jetzt an der Grenze angekommen. Das heißt, unsere Bildschirmauflösung lässt nicht zu, dass wir hier halt alle Symbole zeigen. Und wenn ich jetzt hier den Pfeil klicke, dann habe ich halt hier noch die Werkzeuge, die hier noch nicht angezeigt werden können. Neu ist zum Beispiel auch hier die Stilpipette, das Maßwerkzeug und das Flächenwerkzeug. Damit kann man die Fläche ausrechnen. Ist für Architekten dann wieder interessant. Ja, und ganz wichtig finde ich noch, also man sieht auch hier oben alles aufgefrischt. Wenn ich jetzt mal hier runterziehe, kann man das sehen. Das Symbol einfach so ein bisschen, ja, wirklich 2.0 angepasst wurden. Interessant ist auch, Monja, dass hier zum Beispiel, finde ich sehr gut, wenn wir jetzt nochmal auf die alte Version gehen. Dann haben wir ja hier unter Ansicht, Studio, haben wir unsere ganzen Panels. Ja, das war immer so ein Ärgernis, ne? Also man hat irgendwie die nie da vermutet, ne? Unter Studio Ansicht oder Ansicht Studio und dann die ganzen Panels. Ich habe sie immer irgendwie unter Fenster vermutet. Und das haben wir jetzt, ne? Und da sind sie jetzt hingerutscht. Ja. Super klasse. Ich gehe jetzt nochmal hier rüber. Ich heb das Fenster jetzt wieder hoch.
Und jetzt gehe ich wirklich unter Fenster und da habe ich hier nicht schon mein Studio, um zum Beispiel links, rechts oder zurückzusetzen, sondern ich habe die Panels da, wo sie hingehören. Und was sie auch gemacht haben, finde ich total klasse als Designer. Unter Text erscheint jetzt auch praktisch, habe ich ein Untermenü, wo ich die ganzen Absätze und Glyphen, Textstile und Zeichen aufrufen kann. Was hier bei dem anderen halt noch dafür sorgte, dass die halt größer waren. Ja, also das finde ich eine ganz tolle Neuerung, dass diese Fenster jetzt eben unter Fenster sind und nicht mehr unter Studio, was immer, wie gesagt, völlig verwirrend war unter Ansicht. Und ich weiß auch gar nicht, wie häufig ich mich damit vertan habe. Was ich jetzt auch gut finde, ich glaube, dass Affinity auch mal über den Tellerrand guckt und das Beste von den, ja, ich sag mal, den großen Brüdern rausholt. Nämlich zum Beispiel unten links haben wir jetzt die Farbfelder. Das ist, finde ich, eine tolle Sache. Das kennen wir aus Photoshop und Illustrator, dass da unten so die Farbfelder angeordnet sind. Du meinst hier, ne? Ja, genau, die meine ich. Und man erwartet sie dort, ne? Und das ist genau wie mit den Fenstern. Deswegen finde ich das eine tolle Sache, dass die jetzt dahin gewandert sind. Nicht mehr nur unter Farbe, sondern eben auch da unten sind und ich da zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe nicht ändern kann, sondern zwischen Kontur und Füllung. Genau, ich habe nämlich im letzten Jahr habe ich viel mit Adobe-Programmen gearbeitet, habe sie halt gelernt. Und wenn man dann auf einmal auf die Oberfläche geht, erfreut man sich direkt darüber, dass die Werkzeuge da sind, wo man sie kennt. Das erleichtert auch sehr den Umstieg von vielleicht Adobe-Programmen auf die Affinity-Programme. Und es gibt gute Gründe für die Affinity-Programme, ne? Also wir haben ja bisher, ja, Adobe war immer so der Platzhirsch und es gibt gute Gründe für Adobe nach wie vor. Aber Affinity kann durchaus mithalten mittlerweile. Bis auf, ja, ich sag mal, einige wenige Funktionen ist es doch durchaus eine gute Idee, da zweimal drüber nachzudenken, ob man monatliche Gebühren bezahlen möchte oder eben auch nicht. Und das ist ein dicker Vorteil, auch in der Version 2 von Affinity. Es gibt immer noch kein Abo-Modell. Genau, wir haben immer noch kein Abo-Modell, wir haben sogar jetzt eine Volumenlizenz. Das heißt, wir bezahlen einmal zur Zeit, zum Zeitpunkt, wo wir das Videos aufnehmen und wir können alle Programme erwerben, auch die fürs iPad. Ja, das ist doch eine tolle Sache. Also ja, ich finde auch Windows, ne? Genau, Windows-Version ja. Auch super klasse, ja. Ja, also das hat schon definitiv seine Vorteile. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hatte ich einen Windows-Computer und hatte eine Windows-Lizenz für Adobe und es resultierte darin, als ich auf Mac umgestiegen bin, ja, dass ich eben neue Software haben musste, ne? Ich konnte nicht einfach rüber switchen dann zu einem Mac-Programm, sondern ich musste wirklich eine neue Adobe Suite kaufen. Damals konnte man die noch kaufen, hatte kein Abo, um dann halt auch weiter mein Photoshop und alle Adobe-Programme verwenden zu können. Markus, was ist dir noch aufgefallen? Was gibt's noch Neues? Du hast gesagt, die Paletten sind anders geworden. Ja, die Paletten sind anders geworden. Die sind alles so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen nochmal durchdacht. Also, na klar kann ich die wieder rausziehen und tun machen, aber man sieht jetzt so Schaltflächen zum Beispiel, wurden einfach hier nochmal ein bisschen, ja, grafisch ein bisschen hübscher gemacht. Und auch ich finde, dass der Kontrast besser ist jetzt. So im Hintergrund, man kann also auch als Brillenträger zum Beispiel oder ja, die Sachen einfach ein bisschen besser sehen. Man kann das natürlich in der Oberfläche noch einstellen, aber in der Grundkonfiguration ist das alles hier ein bisschen besser gemacht. Also ganz viel Make-up gibt es hier auch. Also es ist halt auch ja schöner geworden, sagen wir es mal so. Also gut, okay, um schöner werden, da müssen wir uns jetzt nicht unbedingt drum kümmern, aber naja, man geht mit der Zeit, ne? Und wenn man die Programme vor 10 Jahren anguckt und heute, es hat sich viel getan, keine Frage. Markus, siehst du noch irgendwelche Neuerungen, auf die wir noch eingehen sollten hier? Ja, also hier in dem Video nicht. Es gibt natürlich Sachen, die sich sehr viel stark in der Ebenenpalette verändert haben. Da sollten wir daher unbedingt mal drüber sprechen. Und ansonsten ist in der Konfiguration auch, hat sich hier getan, ist das Panel Farbe, zum Beispiel vorher war es ja das Rad hier eingestellt, da müssen wir auch noch drauf eingehen, da hat sich nämlich auch einiges getan. Also sie haben hier ein bisschen was dran rumgestellt. Man merkt auch ganz klar, wo die Richtung hingeht, nämlich auf dem Profi-Designer in Richtung für den professionellen Druck. Gerade da auch in Bezug auf InDesign und Illustrator fällt einem jetzt der Umstieg wesentlich leichter. Das sind doch gute Neuigkeiten, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dir hat das Video geholfen, weil
erstmal so einen Überblick zu bekommen, was gibt's denn da überhaupt Neues. Es war so meine erste Reaktion, als ich hörte Affinity 2.0, lohnt sich der Kauf? Ja, ich meine, okay, wir reden jetzt hier von einem kleinen Betrag, wenn ich an die früheren Adobe-Lizenzen denke für eine Suite, aber dennoch, ne, man muss ja wirklich eine Entscheidung treffen, die auch informiert ist. Und deswegen hier mal ein Überblick, was ist alles neu, was kann man jetzt machen, was ist anders. Wir werden nochmal in weiteren Videos auf einzelne Details eingehen, was noch alles hier neu geworden ist. Also hier erstmal ein erster Überblick. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du weißt jetzt, wieso sah es früher aus, so sieht es jetzt aus. Lohnt sich der Kauf für dich, ja oder nein? Ich würde erstmal grundsätzlich sagen, ja, eigentlich lohnt sich das. Und ja, im Moment für den Preis kann man auch nicht viel falsch machen. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte abonniere doch unseren Kanal und klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten, und vergiss nicht, auf den Like-Button zu klicken. Und dann sage ich bis zum nächsten Video, weil wir werden natürlich jetzt noch viele weitere neue Funktionen von Affinity vorstellen.